Good evening. Guten Abend. Hello in the cheap seats. Hallo auf den billigen Plätzen. The Pentecostals are down here. Also die Pfingstler sind eher hier Hello, Baptists. und die Baptisten sind da drüben. And the Livestream. Oh, yes, the live stream. Matthias did my makeup. How is it? Matthias hat gerade das Make-up aufgetragen. Steht es mir gut? Gave me some powder so I don't blind people on the internet. Und die haben mich so eingepudert, dass ich auf dem Internet nicht zu fest leuchte. We had a fairly intense time. Wait, who's calling me? You can take it. No, it's a vendor. Das ist ein Verkäufer. We'll just let it go. If it was my children, my grandchildren, I would take it. Also wenn es meine Großkinder wären, meine Enkel, die würde ich jetzt nehmen. We have 12 grandchildren who are 11 years old and under. Und wir haben 12 Enkel, die 11 und drunter sind. That is from 4 of our 6 children. Also von 4 von unseren 6 Kindern haben wir die. So we still hope for 20. Und wir haben immer noch das Ziel von 20. Grandchildren are the best. I'm sorry, but they are. Und einfach Enkel zu haben, das ist eigentlich chaotisch, aber wunderbar. Let me tell you one of the most beautiful things that I did not see coming when I had grandchildren. Und ich möchte euch etwas von dem Wunderbarsten sagen, was ich eigentlich nicht erwartet habe, als ich Großvater geworden bin. I have watched my love for my grandchildren heal some of the losses that I inflicted on my children. Ich habe gesehen, wie die Liebe zu meinem Enkel, wie die gewachsen ist. Diese Liebe, diese gewachsene Liebe zu ihnen hat etwas geheilt von der Liebe, die ich meinen Kindern nicht geben konnte. My children all know that I'm a better grandfather than I was a father. Und meine Kinder wissen, ich bin jetzt ein viel besserer Großvater zu den Enkeln, als dass ich es ein Vater war zu ihnen. And they're okay with that. Und es ist okay für sie. When I wrote The Shack, I did it as a Christmas present for our children. Und als ich die Hütte geschrieben habe, habe ich das eigentlich als ein Weihnachtsgeschenk für meine Kinder geschrieben. I never intended to be a published author. Und ich habe nie die Absicht gehabt, irgendwo ein Autor zu werden, dessen Werke publiziert werden. So for quite a long time, when people asked me what I did, I told them I'm an accidental author. Und wenn Leute mich fragen, was machst du eigentlich, dann sage ich eigentlich, ich bin per Zufall, durch Unfall, bin ich eigentlich ein Schriftsteller geworden. And it's really Kim's fault. Und das liegt bei meiner Frau Kim, da ist der Fehler drin. Yeah, my spouse. Und das ist meine Frau. Kim is the one who for 4 years had been asking me this. Und Kim hat für 4 Jahre folgende Frage gehabt an mich. Someday, as a gift for our children, would you write something that puts in one place how you think, because you think outside the box? Und sie hat gesagt, würdest du eines Tages für unsere Kinder etwas verfassen, etwas schreiben, was deine Gedanken reflektiert, weil du eigentlich jemand bist, der außerhalb der Box denkt. And I've written all my life, you know, like anybody, you write poems and songs and short stories and you give them to your friends and family. Und ich habe schon das ganze Leben immer wieder was geschrieben, so kurze Gedichte und was man eigentlich Freunde gibt und so ein bisschen herumreicht. And your friends and family think they are wonderful because they're your friends and family. Und deine Freunde und Familie, wenn sie das lesen, denken, das ist ja wirklich ganz wunderbar, aber das tun sie ja nur, weil sie Freunde und Familie sind. So later, when the book was actually in print, und später, als dann das Buch publiziert worden ist, beziehungsweise im Druck war, Kim said to me, I was thinking 4 to 6 pages. Hat dann Kim zu mir gesagt, meine erste Anfrage an dich war eigentlich so im Umfang von 4 bis 6 Seiten. In my own journey, it wasn't until the year I turned 50 that I finally felt healthy enough to do what Kim had asked me to do. Und für meine Lebensreise war es eigentlich nicht, bis ich 50 Jahre alt wurde, bis ich das Gefühl hatte, jetzt kommt der Punkt, wo ich etwas von dem fassen kann und weitergeben kann.
I mentioned this afternoon that Mackenzie's weekend in the shack represents an 11-year journey for me. Und ich habe das heute Nachmittag erwähnt, dass von Mackenzie, der da in der Hütte war, dieser Dialog war für mich ein Sinnbild meiner 11 Jahre alten Reise meines Herzens. I squeezed a healing journey into a weekend because I didn't want to write a 50-year book for my kids. Und ich habe eigentlich meine eigene 11-jährige Heilungsreise zusammengepackt in ein Wochenende, weil ich das auch meinen Kindern nicht antun wollte, dass sie so lang über meine eigene Geschichte lesen müssen. Yeah. War and Peace in Oregon. Pardon me? War and Peace, you know. Aha, ja, Krieg Ja. von Tolstoi. Ja, genau. Tolstoy, yes. Krieg und Frieden, also so quasi dieser Rieser 600-Wälzer, das wäre nicht meine Absicht. The year I turned 50, I finally realized I was one of the healthiest people that I knew. Und als ich so 50 Jahre alt wurde, habe ich mich selber angeschaut und sagte, ich fühle mich als eine der gesündesten Personen, die es gibt. I have no secrets. Ich habe keine Geheimnisse mehr, I have no addictions. ich habe keine Süchte And I'm the same person in every situation. und ich bin die gleiche Person in allen Situationen. And joy has become a constant companion. Und Freude ist mein konstanter Begleiter. The part about being the same person in every situation, I didn't even know that was possible. Und der Teil, wo es darum geht, dass man die gleiche Person in allen Situationen eigentlich die gleiche ist, da wusste ich gar nicht, dass das möglich ist. When the house on the inside is broken, you build a facade outside to survive. Aber wenn dein Haus innerhalb zerbrochen oder gebrochen ist, dann fängst du an, die Fassade aufzuziehen und diese Fassade muss sich dann verschieden repräsentieren. A facade that I could paint as fast as I could pick up people's expectations. Und eine Fassade, die dann entsprechend auch bemalt werden muss, gemäß den Erwartungen, die Leute dann an dich haben. I learned to live from the outside in because nothing on the inside was whole. Und so habe ich auch gelernt, auch mich von außen nach innen zu definieren durch diese Erwartung, weil innerhalb nichts eigentlich ganz und im Heilen war. So my 50th year, mostly on the train to one of my 3 jobs, I wrote a story for my kids for Christmas. Und in meinem 50. Geburtsjahr, ich war ja gar nicht geübt und hatte dann noch verschiedene andere Sachen, Berufe, deren 3, die noch liefen, habe ich einfach dieses Werk geschrieben. At Christmas, I unexpectedly received a little extra money. Und zu Weihnachten, sehr, sehr unerwartet, habe ich noch ein bisschen Geld bekommen. And I went down to Office Depot and made 15 copies on their photocopier. Und dann bin ich mit dem Geld, mit diesem Weihnachtsgeld, bin ich zum Office Depot, das ist so ein Büroladen, und habe 15 Kopien von diesem Manuskript gemacht. Those 15 copies did everything I ever wanted that book to do. Und diese 15 Kopien haben alles bewirkt in denjenigen Menschen, die es gelesen haben, was meine Absicht war, was dieses Buch je tun sollte. The other thing that I want you to understand Und die andere Sache, die ich gern möchte, dass ihr das versteht, is that by the time I wrote The Shack, dass zu der Zeit, wo ich dann die Hütte fertig geschrieben habe, everything that matters to me was in place. ist, dass alles, was für mich wirklich wichtig war in meinem Leben, dass das aufgegleist war in meinem Leben. Identity, Meine Identität, value, meine Werte, significance, also die Signifikanz, meine Werte gegenüber außen und gegenüber den Leuten. that's a long Ja, significance. Signifikanz, significant. German is a little bit, you know. Yeah. Worth, Worth, der security, Wert der Sicherheit, destiny, Zielsetzung, community, Gemeinschaft, love. Liebe. Everything that mattered to me was in place before I wrote the book. Alles, was für mich wichtig war, war aufgegleist, als ich dieses Buch geschrieben habe. So the book has added none of that to my life. Also hat dieses Buch nichts zu meinem Leben hinzugefügt. What it did give us as a gift Und was es uns als ein Geschenk gegeben hat, aber, was an invitation to walk on the holy ground of other people's stories. war, dass es
eine Einladung bedeutet, auf diesem heiligen Boden von den Geschichten anderer Menschen, auf diesen Boden hineinzukommen. When someone shares their story with you, Also wenn jemand anderen seine Geschichte anfängt mit dir zu teilen. it is almost as if we should take off our shoes. Und das ist immer so etwas, als würdest du eigentlich deine eigenen Schuhe ausziehen müssen. Inside every person's story, we will see the activity of God. Denn innerhalb einer Geschichte von einem Menschen wirst du immer die Hand Gottes darin erkennen. And this is why we love story, Und darum lieben wir Geschichten, because every person is one. weil jede Person eine Geschichte ist. And so we have a natural affinity with story. Und so haben wir eigentlich eine ganz natürliche Zuneigung, eine Hinwendung für diese Geschichten. So at Christmas, I gave 6 copies to our children. Und so Weihnachten kam und so habe ich sechs Kopien meinen Kindern gegeben davon. Kim and I kept one, Und Kim und ich, wir haben eine Kopie behalten. and I gave the extras to my friends. Und die paar extra Kopien habe ich meinen Freunden gegeben. And I went back to work. Und dann bin ich zurück in meinen Job. My children, when they received the book, Und meine Kinder, als sie da dieses Manuskript in der Hand hielten, oh, thanks, Dad, a book. haben sie gesagt, oh, danke Papa, ein Buch, ja. So it took them a while to read it. Und es hat sie eine ganze Weile gedauert, dass sie es überhaupt gelesen haben. But my friends started reading it immediately. Aber meine Freunde haben es sofort gelesen And they started giving it to their friends. und sie haben sofort angefangen, es ihren Freunden zu geben. And we had to put a little collection together to make 15 more copies at Office Depot. Und dann haben wir eine Mini-Kollekte gemacht, damit wir genügend Geld hatten, dass wir wieder ins Bürofachgeschäft gehen konnten, um mehr Kopien zu machen. And I started getting emails from people I didn't know. Und dann so habe ich angefangen, plötzlich bekam ich E-Mails von Leuten, die ich nicht mal kannte, Who were reading this manuscript. die eigentlich dieses Manuskript lesen. And they weren't like normal emails, you know, I read your book and it was great. Und das waren nicht die normalen E-Mails, die ich da bekam, so quasi, ich habe dein Buch gelesen, war wirklich toll. Instead, it was, let me tell you how your book has landed in the middle of our great sadness. Sondern es war eigentlich die andere, es war immer diese Mails von, ich möchte dir erzählen, wie dieses Buch in die Mitte unserer eigenen großen Traurigkeit hineingefallen ist und was es bewirkt hat. And I'm working 3 jobs. Und ich habe 3 verschiedene Jobs gehabt zu I'm diesem doing Zeitpunkt. shipping and receiving. Und neben dem habe ich eigentlich einen Versandhandel gehabt, also mit all dem Versand. I did all the janitorial, cleaned the toilets. Und habe gleichzeitig Toiletten geputzt. I was working part-time as a hotel night clerk. Und dann teilzeitlich habe ich noch in der Rezeption eines Hotels gearbeitet, im Nachtschicht. I was working in a food processing hotline. Und dann habe ich noch sogar am Förderband einer Nahrungsmittelfirma bin ich auch noch gestanden. During our 11th year of this 11-year journey, Und das war im 11. Jahr unserer 11-jährigen Reise, we had lost pretty much everything material that we owned. haben wir quasi alles verloren, auch alles Materielle verloren, was wir jemals besessen haben. Because God dealt with one of the deepest fears and drivers for control in my life. Weil Gott sich einer ganz, ganz tiefen Angst und einem Treiber angenommen hat, welches sich in meinem Leben ganz stark manifestierte. The fear of financial insecurity. Und das war die Angst von finanzieller Nichtversorgung. Also ja. There's nothing quite like losing everything to help you deal with the fear of financial insecurity. Und das ist ein bisschen ein spezieller Prozess da, was Gott machte, eigentlich alles zu verlieren, um mit dieser Angst klarzukommen, alles zu verlieren. So I'm working these jobs and I'm completely content. Und so habe ich diese 3 Jobs gehabt und ich war in diesen 3 Jobs absolut zufrieden. When I say that I had no addictions, I'm not just talking about the yucky ones. Und wenn ich sage, ich habe keine Süchte, Abhängigkeiten, dann meine ich nicht einfach nur, meine ich nicht die sogenannten Schlimmen, die wir uns ja vorstellen. I'm also talking about the gold-chained ones. Ich meine auch die Abhängigkeiten, die etwas Gutes, so etwas Vergoldetes dran haben. Like the addiction to doing something great for God. Zum Beispiel die Abhängigkeit, etwas Großartiges für Gott tun zu müssen.
The addiction to having a ministry because you don't know who you are. Die Abhängigkeit, dass du einen Dienst haben musst, weil du nicht weißt, wer du bist. The addiction to pleasing my father. Die Abhängigkeiten, meinem Vater genügen zu müssen. I was finally, for the first time in my life, comfortable in my own skin. Und für das erste Mal in meinem Leben habe ich das erlebt, was es heißt, in meiner eigenen Haut pudelwohl zu sein. And during this time that we lost all of our material possessions, Und in dieser Zeit, wo wir eigentlich alles Materielle verloren haben, we learned that the opposite of more is not less. dass das Gegenteil von immer mehr zu haben, das Gegenteil davon nicht weniger bedeutet. The opposite of more is enough. Und das Gegenteil von mehr, immer mehr haben, ist genug, immer genug haben. And we had been surrounded our whole lives by enough, but didn't know it. Und wir haben unser ganzes Leben, waren wir immer mit diesem Es ist genug, wurde uns gegeben und wir sind umgeben worden mit dem Es ist genug. When I wrote The Shack, we were living in a little 900 square foot apartment. So Und it's about 100 square meters. ja, Yeah. als ich den Shack, also die Hütte geschrieben haben, waren wir buchstäblich wahrscheinlich in einer kleinen 2-3 Zimmer Wohnung zu Hause, 100 Quadratmeter. And 4 of our children were still home. Und 4 von unseren Kindern waren immer noch zu Hause. And I was working 3 jobs, which created extra space. Und ich habe ja 3 Jobs gehabt und weil diese 3 Jobs hat das bedeutet, dass es ja nun extra Raum gab, weil ich ja nicht immer daheim war. And Kim walked down to the high school and got a job in the high school bakery. Und Kim hat dann in der Sekundar- oder High School in Amerika noch einen Job in der Bäckerei angenommen zusätzlich. And then she started bringing kids from the high school to fill in all of our extra space. Dann hat sie sogar noch diese Highschool-Schüler mit nach Hause gebracht, dem nicht genug. Ihr könnt euch vorstellen, wie dieser Platz bei uns ausgesaugt hat. We lived there 2.5 years. Und so haben wir da 2,5 Jahre in diesen Verhältnissen gelebt. Little house on the corner of 12th Street. Ganz kleines Haus an dieser Ecke von dieser 12. Straße. And my children would tell you, and Kim would tell you, and I would tell you. Und Kim hat das erzählt, meine Kinder erzählen das heute noch. That these 2.5 years were amongst the best of our lives. Dass diese 2,5 Jahre für uns als Familie die besten waren. Also auch unter anderem die besten waren. We discovered we were surrounded by enough. Wir haben entdeckt, dass wir umgeben waren von dieser Verheißung, es genügt. Some months we had $17 in the bank. Und einige Monate hatten wir so, dass wir $17 noch auf der Bank hatten. And some months we had 35. Und es gab andere gute Monate, da hatten wir 35. But we always had enough. Aber wir haben immer genug gehabt. So I write this story, I get these emails. Also, ich habe diese Geschichte geschrieben, habe dann diese E-Mails bekommen. And I don't know what to do with them. Und ich habe einfach nicht gewusst, was ich jetzt tun soll mit diesen Mails. I've never been an author before. Weil ich war kein Schriftsteller. But I met one time. Und dann kam der Punkt, wo ich meinen ersten Schriftsteller mir begegnet bin. I met one author in my life. Und in meinem Leben bin ich einmal einem Schriftsteller begegnet. Because he needed a driver. Weil er einen Chauffeur brauchte und da hat er mich gewählt. So I sent him an email to ask him, how do you answer emails? Und so habe ich ihm eine E-Mail geschickt mit der Frage, wie beantworte ich diese E-Mails? And I don't even know why, but I attached my manuscript, not so much that he would read it, but it was just part of my question. Und ich habe dann mein Manuskript, das ihm als Anhang gesendet, nicht einfach so, dass er es liest und seinen Kommentar abgibt, sondern einfach, dass er informiert ist, warum ich ihm diese Frage stelle. And he wrote me back. Und er hat mir gleich zurückgeschrieben. I get a lot of manuscripts to read. Und er hat gesagt, ich bekomme so viele Manuskripte, die ich lesen muss. And it might take me about 6 months. Und es wird mir wahrscheinlich so 6 Monate brauchen. I don't care. I want to know how to answer the emails. Und das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich wollte einfach wissen, wie ich jetzt mit diesen E-Mails umgehen soll. That conversation happened on a Friday night. Und diese
dieser Dialog ist an einem Freitagabend, hat der stattgefunden. On Monday, he phones me, which he had never done. Und am Montag hat er mir angerufen, das hat er zuvor noch nie getan. And he started the conversation, why did you send me that manuscript? Und er hat das Gespräch so angefangen mit diesem Vorwurf quasi, warum hast du mir dein Manuskript geschickt? And I have enough shame in my history that when someone raises their voice, I know I've done something wrong. Und ich habe genug Scham in meiner eigenen Geschichte, dass ich weiß, wenn jemand seine Stimme erhebt, dann weiß ich habe was Falsches gemacht. So I immediately said, throw it out. Und ich habe ich ihm gewandt, ja, dann wirf es doch weg, habe ich ihm gesagt. And he said, no, no, no. I can't print the pages fast enough. Und er hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Ich kann die Seiten gar nicht schnell genug ausdrucken. I said, what? Ich sag, was? He said, I don't remember reading something and my first response is, I have 10 or 15 people I need to send this to like now. Und ich kann mich nicht erinnern, das hat dann der Schriftsteller gesagt, dass ich jemals ein Manuskript geöffnet habe und das sofort lesen muss, während ich 6 oder 10 andere noch haben, die noch dringlich auf eine Antwort warten. I'm thinking, great, more emails. Und dann habe ich gesagt, ja, wunderbar, jetzt kommen noch mehr E-Mails. And I told him, I don't care, send it to whoever you want. Und dann hat er gesagt, okay, ich gebe dir Erlaubnis, dann kannst du dir mein Manuskript, kannst du noch deinen Kontakten auch noch schicken. And he said, I already did. Dann hat er gesagt, hab schon gemacht, ich habe schon weitergeschickt. Well, that began a conversation. Und das hat einen Dialog, ein Gespräch angefangen. Because he, along with 2 of his friends, immediately after reading the manuscript, wanted to make a movie out of it. Weil er und 2 andere Freunde, nachdem er das Manuskript gelesen hatten, wollten sofort einen Film draus machen. Great, more emails. Wunderbar, noch mehr Mails. I don't know anything about publishing at that time, and I certainly didn't know anything about movies. Und ich habe überhaupt nichts von Publikation verstanden und noch überhaupt gar nichts vom Filmemachen. But they told me that if you can write a novel and sell 100,000 copies, Aber die haben mir erzählt, dass wenn du so eine Story schreiben kannst, eine Novelle, und 100.000 Kopien davon verkaufen kannst, then Hollywood will come talk to you about a movie. dann wird Hollywood auf dich zukommen und dich nach einem Film bitten oder fragen. I'm thinking there's more than that. There's more than 100,000 people in my town. Und da habe ich gesagt, es gibt ja mehr als 100.000 Leute, die schon in meiner Stadt wohnen. How hard can this be? Wie schwierig kann das sein? They didn't tell me that the average book only sells 3,000 to 5,000 copies its entire existence. Und sie haben mir nicht erzählt, dass das durchschnittliche Buch in seiner Lebensdauer nur so zwischen 3.000 bis 5.000 Kopien verkauft. In fact, if you can write a novel 7,500 copies, Und die Tatsache ist, dass wenn du eine Geschichte mit 7.500 Exemplaren verkaufen kannst, you can put bestseller on your novel. dann darfst du ganz offiziell Bestseller auf dein Cover schreiben. Because it is rare. Weil es ganz selten ist, dass das passiert. But they didn't tell me that. Aber sie haben das natürlich mir nicht gesagt. So we start to get the book prepared for a publisher. Und so haben wir angefangen, das Manuskript ein bisschen so zu fassen, dass es eigentlich in Druck gehen kann. And we sent it to 26 publishers. Und wir haben es 26 verschiedenen Verlagshäusern Half of geschickt. them were Christian faith-based publishers. Und die Hälfte von denen waren eigentlich christlich organisierte Verlagshäuser. And half were mainstream press, secular press. Und die andere Hälfte war eher Mainstream, säkular, also nichts mit dem Christentum zu tun. And I was hoping that the secular ones would pick it up. Und meine Hoffnung war eigentlich, dass es die weltlichen Verlagshäuser waren, die zuschnappen würden. Christians aren't very good at writing fiction. Weil eigentlich die Christen nicht sehr gut sind, in solchen Geschichten zu schreiben. Not since C.S. Lewis and those guys all died. Und nicht seitdem C.S. Lewis und all die anderen gestorben sind, haben wir nichts mehr viel. Well, there's a few exceptions like Madeleine L'Engle, Madeline Lindell ist eine andere Ausnahme. Marilyn Robinson. Marilyn Robinson, jemand noch. But overall, Aber im Großen und Ganzen, you put Christian on it, you're going to kill it.
Also wenn du das Wort christlich draufschreibst, dann heißt es eigentlich automatisch, dass schon etwas tot ist. We don't know how to do art without making propaganda out of it. Also wir wissen eigentlich nicht, wie man die Kunst macht, ohne dass man gleich eine Propaganda oder die Werbung noch ebenfalls mit reinnimmt. Well, I didn't need to worry. Nobody wanted it. Also ich musste darüber ja keine Sorge verlieren, weil niemand das Buch wollte. And the Christian and the secular publishers had one issue in common and one issue different. Und die christlichen Verlagshäuser und die säkularen, die hatten einen Punkt gemeinsam und einen Punkt, wo sie divergierten. The issue in common was, what kind of genre is this? Und was sie gemeinsam hatten, war die ganze Frage, um was für ein Typ Buch handelt es sich hier? Is it murder mystery? Is it theology? Geht Is es it da um self-help? Selbsthilfe? Geht es um Mördertheologie Where do oder you was? put it in the store? Wo kann man es irgendwo im Laden einreihen? The issue that they had different Und jetzt zu der Sache, die sie wirklich divergierten, da die Christen und Nichtchristen. The Christians thought it was too edgy. Die Christen haben gedacht, es ist ein bisschen, geht über die Grenze hinweg. You haven't heard any of that, right? Aber das habt ihr noch nie gehört, gell? Dass das so ein bisschen zu viel des Guten ist. Nein. The secular people thought it had too much Jesus. Und die weltlichen Verlagshäuser, die stießen sich daran, dass das Wort Jesus ein bisschen zu viel vorkam. So I was stuck between edgy and Jesus. Und so bin ich in dieser Box stecken geblieben zwischen ein bisschen über der Grenze und dem Namen Jesu. And what the publishers didn't understand is there are millions of people on this planet stuck between edgy and Jesus. Und was die Publikumshäuser nicht verstanden haben, dass Millionen von Menschen auf dieser Planeten genau zwischen dem gefangen sind, wo ich gefangen war. Zwischen dem ein bisschen über die Grenze sein und Jesus. Now, having these publishers turn it down did not bother me at all. Nun, all diese Verlagshäuser, die mir eine Absage schickten, hat mit mir überhaupt nichts gemacht. Mir war das egal. I had no expectations whatsoever. Ich hatte ja wirklich keine Erwartung, wirklich nicht. 15 copies already did what I wanted it to do. Weil 15 Fotokopien haben mir das schon ausgelöst, was ich gern tun wollte. And by this time in my life, I had already become a child. Und zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben bin ich wieder Kind geworden. To be a child, you learn to live inside the grace of only one day. Und wenn du wieder Kind wirst, dann lernst du das Geheimnis, was es heißt, in dieser Gnade von dem jeweiligen Tag zu leben. You stop doing what I call future tripping. Und du hörst auf mit dem, was ich sage, dass du dich eigentlich immer gedanklich in der Zukunft aufhältst. Future tripping is creating imaginations about the future. Und Future Tripping, also eben die Zukunftsreisen, die inneren gedanklichen Zukunftsreisen, heißt eigentlich, dass du immer imaginär da deine Gebäude in der Zukunft aufrichtest. That are projections of your fears. Und diese Gebäude sind oftmals Projektionen deiner eigenen Ängste. You might never have done this, but I have done it most of my life. Und vielleicht habt ihr das noch nie gemacht oder ihr kennt gar nicht, was das ist, aber ich habe es ständig gemacht. In my imagination, I have pretty much lost every job I've ever had. Und in meiner Vorstellungskraft habe ich schon jeglichen Job verloren, den ich schon jemals hatte oder inne hatte. In my imagination, my children have gotten sick with every disease and had every accident. Und in meinem Vorstellungskraft, alle meine Kinder hatten schon alle Krankheiten und alle Unfälle, die man sich vorstellen kann. In my imagination, I think, I'm going to say this to that person, and then they're going to say this to me, and then we're never going to talk again, so why even talk to them now? In meiner Vorstellungskraft habe ich diese Dialoge mit dieser Person, wo ich der das sage und sie sagt mir das und wir dann überhaupt nicht klarkommen und dann ich überhaupt sage, warum muss ich mich mit dieser Person abgeben? If I'm given a new job, in my imagination, I completely fail at it. Und in meinen Gedanken, jedes Mal, wenn ich einen neuen Job anfing, habe ich in meinen Gedanken gedacht, das ist miserabel, da falle ich durch, das schaffe ich nicht. And there I go, losing another job. Und genauso ging es, ich habe wieder einen Job verloren. I've even been to my own funeral.
Ich bin sogar in meinen Gedanken schon an meinem eigenen Begräbnis gewesen. I was the only one who cried. Und an diesem Begräbnis war ich der Einzige, der noch geweint hat. I'm still kind of mad about that. Und ich bin immer noch ein bisschen ärgerlich über dieser Fakt, dass ich der Einzige war. Future tripping. Also, Future Tripping, Zukunftsreisen, gedankliche. When you deal with fear in your life, you have one of two choices. Und wenn du Ängste in deinem Leben unterhältst oder hast, dann hast du ein paar Entscheidungen, die du fällen musst. You can either control or trust. Du kannst die Entscheidung, ob du kontrollieren möchtest oder ob du vertrauen möchtest. And for some of us, where trust was destroyed early in our childhoods, Und für einige von uns, wo dieses Vertrauen früh in der Kindheit zerbrochen worden ist, or when our trust has been betrayed, oder wo das Vertrauen verraten worden ist, it is a very hard thing to do. dann ist es eine sehr, sehr schwere Angelegenheit, das zu schaffen. Religion is so much easier than trust. Denn Religion ist so viel einfacher zu tun oder zu unterhalten als Vertrauen. That's why it's so attractive. Darum ist Religion so attraktiv. Because to be religious, you don't actually have to trust God. Weil wenn du religiös sein möchtest, musst du in dieser Religiosität nicht Gott vertrauen. You only have to know what you're supposed to do. Du musst einfach nur wissen, was du von dir erwartet ist und was du tun musst. And if you do it right, Und wenn du das richtig tust, you can force God to do stuff for you, dann kannst du Gott auch zwingen, Sachen für dich tun zu müssen. even if He doesn't want to. Sogar wenn er es gar nicht möchte. But trust, Aber Vertrauen, not so easy. nicht so einfach. My 11-year deconstruction rebuilding process was centered on the issue of trust. Meine 11-jährige Reise von der Demontage meines alten Lebens und des Wiederaufbaus war im Zentrum darin das Vertrauen. And part of that was learning how to stay inside the grace of only one day. Und ein Teil davon, was ich zu lernen hatte, was es heißt, in diesem Tag im Vertrauen im jeweiligen Tag zu leben und nicht mehr. It was learning how to stay present. Es war die Fähigkeit, im Heute und Jetzt zu sein. The reason that we had not known that we were surrounded by enough Und der Grund, warum wir das nicht realisiert haben all die Jahre, dass wir mit diesem "Es ist immer genug" umgeben waren, we never stayed present to find out. wir sind nie in der Gegenwart, haben wir in der Gegenwart gelebt, um das herauszufinden. We were always driven by fear into some kind of imagination. Wir sind immer durch Angst in diese Abhängigkeiten, in diese imaginären Gedankenwelten geflüchtet. We thought that at least if we were worried, we were doing something. Und wir dachten, wenigstens wenn wir Sorgen unterhalten, tun wir wenigstens etwas. Children trust by nature until someone teaches them that it's dangerous. Und Kinder sind diejenigen, die durch ihr Naturell dem Vertrauen glauben und dadurch auch uns lernen, wie das geht. And learning how to stay in the grace of one day became my only discipline. Und meine Lebensdisziplin ist eigentlich, dass ich das lernen musste, was es bedeutet, im jeweiligen Tag ganz zu leben und zu sein. Sufficient to the day is the grace thereof. Und das heißt, der Tag hat seiner Gnade auch genug. Tomorrow's got enough issues of its own. Und der morgige Tag wird wieder für sich selber sorgen. Take no thought for tomorrow. Und darum kümmere dich nicht um morgen. Take captive every empty imagination. Nimm jede leere, imaginäre Gedankengebäude, nimm das gefangen, That raises itself up against the knowing of God. das sich aufbäumt vor dir und eigentlich gegen Gott arbeitet. The reason that we try to take control Und der Grund, warum wir versuchen, immer wieder Kontrolle über unser Leben zu nehmen, because the God in our life is not trustworthy enough. weil der Gott in unserem Leben, den wir erfahren, der für uns nicht vertrauenswürdig genug ist. And so we will manipulate relationships Und so fangen wir an, Beziehungen zu manipulieren. to have a sense of certainty. Und in diesen Beziehungen, wo wir dann versuchen, in diesen Beziehungen eine Garantie, eine Sicherheit abzugewinnen.
And we will look to money as a substitute for trust. Und wir fangen an, nach Geld Ausschau zu halten, als quasi die Erlösung, die die Vertrauensfrage klärt. And we will take today's grace that was given to us to deal with what is actually in front of us. Und wir nehmen diese Gnade, die wir für heute haben, nehmen wir und verwandeln das eigentlich falsch schon für den nächsten Tag. And we will spend it on things that don't even exist. Und wir nehmen diese Kraft dieser Gnade und wir brauchen sie für Sachen, die eigentlich nicht mal existieren. And so when the publishers said no, it was fine with me. Und so als all diese Verlagshäuser ihr Nein mir schickten, war das eigentlich total okay mit mir. I used to know what God was up to and I used to tell everybody. Und ich wusste es jeweils, was Gott tun würde, und ich habe mir das so auch angewöhnt, allen zu erzählen, was ich meine, was Gott tut. I don't anymore. Das tue ich nicht mehr. I know that God is up to love. Ich weiß nur eins, dass Gott die Liebe in Absicht hat. But how God purposes to do that is beyond me. I'm just a child. Aber wie Gott diese Liebe durchbrechen lässt in Menschen und in allen Situationen, das ist nicht von mir, das zu wissen. Ich bin nur ein Kind. So I said, how hard is it to publish a book anyway? Und so war meine Frage, wie schwierig ist es überhaupt, ein Buch zu publizieren? So 2 of the 3 guys who wanted to make it into a movie created a publishing house. So, 2 von diesen 3 Freunden, die eigentlich von diesem Buch gerade einen Film machen wollten, haben einfach einen eigenen Verlag gegründet. It only cost them like $500. Hat ihnen nur $500 gekostet, das zu tun. And just like that, I had a publisher who would publish my book. Und gerade so einfach war es dann gerade ein Verlagshaus zu finden, der mein Buch publizieren würde. One of the guys volunteered to ship the books out of his house at night. Und einer dieser Freunde hat sich freiwillig bereit erklärt, aus seiner Garage die Bücher dann zu versenden, zu verpacken und zu versenden. Because he's putting in people's sprinkler systems in their yards during the day. Und sein Job war, dass er eigentlich Sprinklersysteme, Wasserbewässerungssysteme während dem Tag in den Gärten von anderen Leuten verlegt hat. We found a printer near his house. Und da haben wir auch einen Drucker, also einen Buchdrucker in der Nähe seines Hauses gefunden. How many should we order? Und dann haben wir die Frage, wie viele sollen wir denn bestellen? Well, if you order 10,000, you get a big price break. Und wenn du 10.000 bestellst, dann wird es richtig günstig, also dann wird es attraktiv. We were told later that is 8,000 in your garage after you run out of friends and family. Das heißt, das sind so 8.000 Kopien in der Garage, die dann rumsitzen, nachdem du alle Kinder und Freunde und Familie verloren hast darüber. I didn't know that. Und habe es gar nicht realisiert. So I had a friend who loaned me some money. Und so hatte ich einen Freund gehabt, der hat mir gütigerweise so Geld geliehen. One of the 2 guys who owned the publishing house had some savings. Und einer der 2 anderen Freunde, die ja jetzt den Verlag gegründet haben, die haben etwas noch auf dem Sparkonto gehabt. And the other guy had a Visa and a MasterCard. Und die andere hatte noch eine Visa und eine Master-Kreditkarte in der Hosentasche. And we ordered 10,000 copies. Und wir haben tatsächlich 10.000 Kopien bestellt. In May of 2007, Und the printer dropped to the garage 11,000 copies. Und im Mai 2007 hat der Drucker, also die Buchdruckerei, vor der Garage 11.000 Kopien hinterlegt. We discovered that there is a word in publishing called overage. Und da gibt es in Publications Term gibt es dieses Overage-Terminologie. It means they're allowed to accidentally print an extra 10% and charge you. Und das heißt, es ist dieses ungeschriebene Gesetz, dass sie 10% über den Druckvolumen noch drucken können und diese extra dir in Rechnung stellen können. So now we have 11,000 copies in the garage. Also 11.000 Kopien in der Garage. No marketing, no promotion. Keine Marketing, keine Werbung, nichts. So we set up a website so people could buy the book. Und so haben wir eine Website aufgeschaltet, dass Leute das Buch kaufen And konnten. here's how brilliant we were. Und das ist so wie brillant wir waren dazu mal. The only place you could buy a copy was off the website. Weil der Weg, wie du eine Kopie kaufen konntest, war es via online, also via Website. The only place you could buy the website or find the website address was in the back of the book.
Aber der einzige Weg, wie du wussten konntest, dass es überhaupt eine Website gab, war im Buch drin selber als eine Website-Adresse. So we decided that we were going to try to sell 11,000 copies in 2 years. Und so haben wir uns entschieden und gesagt, jetzt machen wir das. Also in 11.000 Kopien in 2 Jahren, das schaffen wir. And then we would work our way up to 100,000 copies in 5 years. Und dann so langsam würden wir uns weiterarbeiten und dann in 5 Jahren würden wir unsere 100.000 Marke erreichen. And then Hollywood will come talk to the guys about a movie. Und dann kommt Hollywood zu uns und fragt uns endlich nach dem Film, den sie machen wollen. So I go back up to Oregon and I'm working my 3 jobs. Und so ging ich zurück wieder nach Oregon und bin in meine 3 Jobs zurückgegangen. And I knew we gave a whole bunch away. Und ich weiß, wir haben wirklich viele Kopien verschenkt. Maybe we can get to 2 years early, you know? Und vielleicht können wir schon in 2 Jahren sehr schnell erreichen, weil wir so viel verschenkt haben. In August, middle of August, I receive a phone call from California. Und in der Mitte vom August habe ich so aus Kalifornien einen Telefonanruf bekommen. Only 3.5 months. Nur 3,5 Monate später. Paul, we need to order more books. Paul, wir brauchen mehr Bücher. Did we give them all away? Haben wir die alle verschenkt? No, people are coming to the website and they buy one. Und nein, Leute finden die Website und sie kaufen 1. And 2 weeks later they come back and they buy 5. Und 2 Wochen später kommen sie zurück und kaufen 5. And 2 weeks later they come back and they buy cases. Und wieder 2 Wochen später kommen sie wieder zurück und kaufen ganze Kisten. Now, I was ordering cases myself from California. Nun, ich habe selber Kisten bestellt für mich. My boss at the company that I worked in shipping had said, "Why did you just have them come here?" Und da habe ich meinem Boss, also in diesem Versandhandel, wo ich gearbeitet habe, hat mein Boss gesagt, warum lässt du die Bücher nicht hierher kommen? And I started selling cases of books out of the back of the warehouse. Und so habe ich angefangen, Bücher in diesem Warenlager, aus der Garagen von diesem Warenlager zu verkaufen. It's as close to dealing drugs as I've ever had. Also das war eigentlich wie ein Drogenumschlagplatz, also kann man sich das vorstellen. Somebody drives up, you give them a case of books, they give you money. Also jemand kommt mit seinem Auto, streckt mir Geld entgegen und ich gebe ihm die Kiste ins Auto rein. People would call me, I would meet them on the freeway. Und Leute haben mich angerufen und ich habe sie auf der Autobahn für diesen Handover getroffen. I give them boxes, they give me money. Und ich habe ihnen Boxes gegeben und sie haben mir das Geld gegeben. It's kind of nuts. Also es ist wirklich, das war verrückt. So, how many do we order for our second print run? Und wie viele haben wir für den zweiten Drucklauf, die Zweitauflage bestellt? We ordered 20,000 and they delivered 22,000. Und It worked last time. also, sie haben 20.000 bestellt und eben wieder mit dieser kleinen Klausel haben sie nochmal 10% zugeschlagen, 22.000 waren da. We went through 20,000 copies in 60 days. Und 22.000 innerhalb 60 Tagen waren auch die weg. So we ordered 30,000 So haben wir nochmal 30.000 bestellt and we went through 33,000 und wir haben in 30 days. 33.000 in 30 Tagen. By this time, people are going to Barnes & Noble and other places looking for the book. Und zu diesem Zeitpunkt gingen die Leute in große Buchläden wie Barnes & Nobles und haben sich da nach diesem Buch erkundigt. And they would look it up and say, I'm sorry, it doesn't exist. Und dann haben da im Computer nachgeschaut, ob das gibt im System und gesagt, Entschuldigung, das gibt's gar nicht. Oh, das look, Buch. the publisher doesn't exist either. Und dann gesagt, oh, schaut mal, also es gibt nicht mal das Verlagshaus, ich weiß gar nicht, von was Sie reden. Barnes & Noble finally backtracks and finds us. Und Barnes & Noble, eine der größten Ketten, hat sich dann nachher diesen Research gemacht, bis sie uns gefunden haben. And they said, we are so excited about your little book. Und sie sagen, wir sind so berührt, also so freudig erregt über ihr Werk. Could you send us your marketing promotion plan so we can get on board? Würdet ihr bitte deine Werbung, Marketing und Promotion-Werbung senden, das ihr fertiggestellt habt, so damit wir das übernehmen können? And we said, can you send us one that we could cut and paste? Und wir haben gesagt, könnt ihr bitte eins von euch senden, sodass wir das kopieren können und eigentlich für uns gebrauchen können? And he laughed and hung up. Und er hat
uns ausgelacht und hat das Telefon aufgelegt. 2 weeks later, he calls back. 2 Wochen später hat er wieder angerufen. And many of our conversations began with the words, normally. Haben unsere Gespräche mit all diesen Geschäftspartnern immer mit diesem einen Wort angefangen. Normalerweise, Pünktchen, Pünktchen. Normally, we charge a publisher a lot of money to put their books at the front of our stores nationwide. It's called placement. Okay. Normalerweise brauchen wir oder nehmen wir viel Geld von einem Autor, damit sein Buch in unseren Läden an vorderster Front oder vorderster Gestell ausgestellt wird. Das nennt sich Placement, also Positionierung. Would you allow us to do that for you for 3 months for free? Würdest du uns das erlauben, mit deinem Buch während 3 Monaten zu tun und wir machen das gratis? Oh, let me pray and fast about that one. Also lass mich beten und fasten über diese Entscheidung, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Okay. Okay. By Christmas, we hit #1 in all books on Amazon. Und beim Weihnachten haben wir die Nummer 1 geknackt von dem Amazon-Buchmarkt. From May of 2007 to the end of June of 2008. Also vom Mai im 2007 bis Juni 2008. At the end of June of 2008, the 2 guys who own the publishing house entered a joint venture with Hachette, who took the book internationally. Sind die 2 Freunde, die mit mir da angefangen haben, haben eine Joint Venture gemacht, eine neue Firma gegründet und sind dann eigentlich international, haben dieses Buch angefangen, international zu vertreiben. But in those 13 months, Und in diesen 13 Monaten we spent less than $300 in marketing and advertising. haben wir weniger als $300 für Werbung und für Werbung ausgegeben. And shipped almost 1.1 million copies of The Shack. Und haben fast 1,1 Millionen Kopien von diesem Buch verschifft. We are brilliant. Wir sind so brillant. It was a God thing from the beginning. Es war einfach Gott drin, von Anfang an. And we watched this book just take off into the world. Und wir haben zugeschaut, wie dieses Buch in die Welt hinein galoppiert ist. It becomes the #2 book in the history of Brazil. Und es wurde die Nummer 2 in der ganzen Geschichte von Brasilien. And our #1 distributor in Brazil is Avon. Und unser Nummer 1 in Brasilien, der Verteiler da, der Händler, der heißt Avon. They sell makeup and books. Und sie verkaufen Make-up und Bücher. They've sold millions of copies in Brazil. Und sie haben Millionen von Kopien in Brasilien verkauft. Croatia called us, Kroatien hat uns angerufen, the government, die Regierung. and they said, we have informally adopted your book as our book of the decade. Und sagen wir haben ihr Buch formell als Regierung anerkannt als das Buch des Jahrzehnts. And the Ministry of Culture would like to invite you to Croatia to speak to the country. Und das Ministerium vom Kulturellen möchte Sie gerne einladen nach Kroatien, um zu der Nation zu sprechen über dieses Buch. And I'm like, you know, I was cleaning toilets, yeah? Und ich habe ihnen gesagt, ihr wisst, dass mein Job ja Toilettenputzen war, ja? But I went and spoke to Croatia, Aber ich bin hingegangen und habe in Kroatien and amazing geredet. things happened. Und da geschahen ganz wunderbare Dinge. But my people, modern evangelical fundamentalists, Aber meine Art von Leuten, also die modernen evangelikalen Fundamentalisten, they were not so excited. die waren nicht so begeistert. My people don't even have to read a book to not like it. Und meine Leute, sie brauchen nicht mal ein Buch zu lesen, um es nicht zu mögen. Even my mother tried to read it. Und sogar meine Mutter hat versucht, es zu lesen. She heard about it from her doctor and her hairdresser. Und sie hat es von ihrem Arzt und von ihrem Coiffeur hat sie gehört, von ihrem Friseur, dass ihr Sohn ein Buch geschrieben hat. And she didn't tell them that I was related to her. Und da wusste es gar nicht, dass er einen Sohn hat. Und dann hat sie es nicht mal erzählt, dass sie verbunden bzw. verwandt war. She did decide that she probably should read it. Und wahrscheinlich war das so ein Hint, so ein Hinweis, dass sie es doch hätte lesen sollen. And she really did try. Und sie hat es zumindest versucht.
But when God the Father came through the door as a large black African American woman, Aber als Gott der Vater durch diese Tür kam, als diese dicke schwarzamerikanische Frau, my mother closed the book, hat meine Mutter die Buchdeckel zugeklappt, picked up the phone, hat den Telefonhörer in die Hand genommen and called my sister. und hat meine Schwester angerufen. Debbie, Debbie, your brother is a heretic. dein Bruder ist, wie sagt man, ein Ketzer. And she meant it. Und sie hat es wirklich gemeint. I could tell you how she got unstuck, but it's quite an amazing story. Aber ich könnte euch jetzt noch erzählen, was dann passiert war, damit meine Mutter frei wurde von diesem Vorwurf. But I wanted you to understand that my people were having some issues. Aber ich wollte, dass ihr das versteht, dass mein Volk mit diesem Buch so ein paar Probleme hatte. And they are my people, so you be careful how you talk about them. Und das sind meine Leute, so seid bitte vorsichtig, wie ihr über mein Volk spricht. One of the things that the Holy Spirit has taught me Und etwas, was der Heilige Geist mich gelehrt hat, is the only time you will find God in a box ist, dass die einziges Mal oder die einzige Situation, wo du Gott in einer Box is findest, because God wants to be where we are. weil das ist der Ort, wo Gott da ist, wo wir sind. Yeah? Because God has never been religious. Weil Gott er kennt das Religiöse nicht. There was no time where God the Father, Son and Holy Spirit were trying to figure out who was in charge of the service. Und es gab noch nie eine Situation, wo die Trinität sich Gedanken machen musste, wer jetzt den Gottesdienst leitet. Human beings are religious. Aber die Menschlichkeit, wir Menschen, wir werden religiös. We just make them up. Und wir konstruieren dann die And Religion. the amazing thing is that God climbs into them with us and begins to destroy them from the inside. Und das Wunderbare ist, dass dann Gott in diese Box der Religion hineinkommt und mit uns diesen Prozess anfängt, diese Religion wieder zu demontieren. So, I write this story that becomes this phenomenon in the world. Und so habe ich diese Geschichte geschrieben, die dieses wirklich weltweite Phänomen wurde. And it does this thing all over the planet. Und es bewirkt eben das Ding global, überall, wo es hinkommt. And 2.5 years into this, I get to quit my 3 jobs. Und 2,5 Jahre später, nachdem die ganze Welle losgegangen ist, habe ich endlich meine 3 Jobs gekündigt. And a number of years later, Und ein paar Jahre später wiederum the conversation about a movie shows up. kam dann wieder das ganze Gespräch über einen möglichen Film. How many of you have seen it? Wie viele von euch haben den Film schon gesehen? Wow. It's a beautiful film. Es ist wirklich ein wunderbarer Film. Thank you. Ja. Yeah. Yeah. So, in the process, In diesem Prozess I laid the rights down. habe ich auch meine Rechte dazu I gave them to the guys who wanted to create the film. niedergelegt und habe die Rechte für diesen Film And I habe let- ich den Menschen gegeben, also diesen Freunden, die diesen Film machen wollten. There came a point where I felt the Holy Spirit say, lay it down. Und es gab diesen Punkt, wo der Heilige Geist mich gebeten hatte, meine eigenen Rechte niederzulegen. But you understand, I don't need a movie for my identity. Aber ihr müsst das verstehen, ich brauche keinen Film für meine Identität, I already know who I am. weil ich weiß, wer ich bin. I don't need it for my security. Ich brauche keinen Film darüber, damit ich mich sicher fühle. I'm surrounded by enough. Ich bin umgeben mit diesem, es hat genug. And when the Holy Spirit said, lay it down, I did. Und als der Heilige Geist mir das gesagt habe, dass ich es niederlegen soll, habe ich das getan. No creative control, Keine kreative Kontrolle, no rights, keine Rechte dazu and no income. und kein Einkommen. When I laid it down 100%. Und als ich es hingelegt habe, habe ich es
100% hingelegt. So I didn't anticipate being involved in the movie at all. Und so habe ich es auch nicht erwartet, dass dadurch, dass ich meine Rechte aufgab, in dem Film involviert sein würde. Do you understand that in our lives it's like we are playing checkers? Und es ist so, wie wenn wir in unserem Leben dieses Schach spielen. And God is playing three-dimensional chess. Und Gott eigentlich dieses dreidimensionale Schach mit uns spielt. And checkers are a child's game in comparison to three-dimensional chess. Und Checkers ist so dieses kindliche Spiel im Vergleich zu diesem dreidimensionalen Schach, das Gott mit uns spielt. And so in the grace of the day, we just make the move that's in front of us. Und in Gnade, im jeweiligen Tag, wo die Gnade da ist, ziehen wir dann einfach einen Zug And und machen. sometimes we get to see the three-dimensional chess that God is playing. Und manchmal durch diesen Zug haben wir dann die Möglichkeit, Gottes Kreativität und seine Dimension der drei Dimensionen zu sehen. And so I lay it down and I don't expect to be involved. Also, alles habe ich hingelegt und ich habe keine Erwartung gehabt, dass ich irgendwo noch involviert werden würde. And people would ask me, what if they make a really bad movie of this? Und Leute haben mich gefragt und gesagt, was passiert, wenn sie wirklich was Schlechtes aus diesem Material machen? And I say, I don't know how God accomplishes God's purposes. Und dann habe ich gesagt, ich kann nichts garantieren, ich weiß nicht, wie Gott aus diesem Ding was macht, was er plant. Because God doesn't need another movie Weil Gott brauchte nicht noch einen anderen Film. Gell? or a book or a song. Er braucht auch nicht nochmal ein Buch, er braucht auch nicht nochmal ein Lied. God joins us in those adventures because we bring them to the table. Gott kommt zu uns und er macht sich eins mit unseren Abenteuern, weil er das ja auch uns herausgeholt und wir es zu seinem Tisch bringen. The goal of God that God has in our lives is to heal us. Weil das Ziel, das Gott in unserem Leben hat, ist, uns wirklich zu heilen, wiederherzustellen. So if the purpose of God is better served by a really bad movie, I'm in. Und wenn die Absichten Gottes darin besteht, verherrlicht zu werden durch einen schlechten Film, so sei es. One of the unexpected things that happened because I chose this Und etwas sehr Überraschendes, was daraus entstanden ist, weil ich gewählt habe, diesen Weg zu gehen, ist, is that I ended up in Hollywood in a world full of agendas without one. und dass ich nach Hollywood hineinkatapultiert worden bin. Hollywood als ein Ort voller Agenten, voller verborgenen und offensichtlichen Absichten und ich war da drin ohne eine Absicht. Lionsgate called me up and said, would you come talk to us? Und Lionsgate, die haben mich kontaktiert und haben gesagt, würdest du bitte mit uns sprechen? I have a sneaking suspicion that they wanted to check out and see if I was going to be an enemy of the project. Und ich hatte so einen Eindruck, dass sie mich eigentlich abtasten wollten, ob ich ein Feind von ihnen würde und versucht habe, ihnen Steine in den Weg zu legen. And it took them almost a year to actually believe that I had no agenda. Und es hat ihnen ein ganzes Jahr gebraucht, bis sie daran glauben konnte, dass ich wirklich reinen Herzens keine Agenda gegen sie hatte. And once they understood that, they started opening up their own lives to me. Und als sie das dann verstanden haben, dann haben sie angefangen, ihr Leben mir gegenüber aufzutun, Because I didn't want anything from them. weil ich gar nichts von ihnen wollte. So they said, come talk to us, and all we did is told stories and cried a lot. Und er sagte, komm, rede mit uns und alles, was ich gemacht habe mit ihnen, dass wir Geschichten erzählt haben und viel geweint haben zusammen. And then Gil Netter called me and said, would you look at the script? Und Gil Never hat mich dann angerufen und hat gesagt, würdest du bitte das Skript anschauen? And then they said, would you talk to us about actors? Und dann haben sie gesagt, würdest du vielleicht mit uns auch noch über die möglichen Schauspieler sprechen? And then Lionsgate said, would you come on the first day's shoot and pray a blessing over the entire cast and crew? Und dann Lionsgate hat mich noch einmal kontaktiert und gesagt, würdest du bitte an unseren ersten Drehtag kommen und an diesem Drehtag einen Segen über den ganzen Projekt aussprechen? They shot the movie mostly in British Columbia, Und sie haben diesen Film in British Columbia gedreht, the west coast of Canada. also die Westküste Kanadas. And the first day's shoot was in a neighborhood. Und am ersten Drehtag, das war in einer Nachbarschaft. When they shoot a movie, they don't shoot it in the sequence.
Also wenn ein Film produziert wird, werden diese Szenen nicht in der Sequenz gefilmt, sondern durcheinander. They shoot scenes as the actors are available. Also sie drehen diese Szenen, wie auch die Schauspieler verfügbar sind und auf dem Set sind. So when I showed up on the first day's set, Also wenn ich an diesem ersten Drehtag da ankomme, the Father, Son, and Holy Spirit were missing. waren der Vater, Sohn und Heiliger Geist waren nicht da. At least in any visible form. Also zumindest in der sichtbaren Form, unsichtbar sicher da. But I got to meet the rest of the cast. Aber ich habe das restliche Team habe ich kennengelernt, die anderen I Schauspieler. prayed my blessing and then got to just play the rest of the day. Und ich habe sie gesegnet und habe dann die Möglichkeit gehabt, einfach Freude zu haben und zu spielen den Rest des Tages. At the end of the day, Gil Netter yells my name. Und am Ende des Tages hat der Gil Netter meinen Namen herausgerufen. Hey Paul, Hallo Paul, do you want to be in a cameo? do you want to be in a cameo? Cameo in the movie. Möchtest du gern im Film selber drin sein? I say, in the movie? Meinst du im Film selber? My kids are gonna love this. Ja, meine Kinder werden es lieben. Sure. Ja, natürlich. He says, I've never shot a movie based on a book and the author was alive and that I didn't put the author in the movie somewhere. Und er hat gesagt, das ist mir noch nie passiert, dass ich überhaupt mit jemandem einen Film drehe, wo der Autor noch am Leben ist und ich diesen Autor sogar dann noch in den Film integriere. What do I have to do? Also, ich habe gesagt, was muss ich machen? Oh, it's really easy. Ist wirklich ganz einfach, hat er gesagt. In this scene between Mackenzie and Willie, Und in dieser Szene zwischen Mackenzie und Willie, when the children are being piled into the car to go camping, also wo die Kinder zusammengepfercht da in dieses Auto, um da auf diesen Campingtrip zu gehen, we're going to have one shot on Willie, Tim McGraw. haben wir eine Engel, also eine Filmsequenz, der auf Willie kommt. Yeah. Ja. All you have to do is walk behind him. You're just in the neighborhood going for a walk. Und alles, was du tun musst, Paul, ist, dass du einfach hinter seinem Rücken durchläufst im Quartier, weil du jetzt gerade auf einem Spaziergang bist. I'm thinking, I've walked most of my life. Und ich habe gesagt, das habe ich eigentlich schon, das meiste Leben bin ich schon gelaufen. But the problem is I don't think about walking. Aber das Problem ist, ich habe nie darüber nachgedacht, was es bedeutet zu laufen. And now I'm thinking about walking. Und nun muss ich darüber nachdenken, was es bedeutet zu laufen. And I realize I sort of have forgotten. Und ich realisiere, ich habe irgendwie vergessen, wie das funktioniert. It only took 5 takes. Und es hat 5 Takes, also 5 Szenenwiederholungen gebraucht. And I'm only in the film for like 2 seconds. Und ich bin nur für 2 Sekunden in diesem Film zu sehen. But if you watch that scene, Aber wenn du diese Szene nochmal anschaust, you will see this elderly, balding, little overweight white guy da siehst du diesen älteren, langsam mit schütteren Haar, eher rundlichen, älteren, weißen Herrn hindurchlaufen. and some of the best walking you have ever seen in your Und du life. siehst etwas von dem besten Laufen, das es jemals gegeben hat. If they had an Academy Award for walking, Also wenn es da in diesem Academy Award einen Oscar Ja. für Laufen gibt, die Kunst des Laufens. so I thought, what a great gift. Everything along this journey had been a gift to me because I had no expectations. Und was für ein wunderbares Geschenk. Auf der ganzen Reise waren es nur Geschenke, weil ich ja das nichts an Erwartungen gebunden habe. When you learn to live in the grace of one day, you learn to live without expectations. Und wenn du es lernst, in dieser Gnade des heutigen Tages zu leben, dann wirst du es auch lernen, ohne diese Erwartungen verknüpft zu leben. Expectations are just disappointments waiting to happen. Und Erwartungen sind eigentlich nichts anderes als Enttäuschungen, die darauf warten, entdeckt zu werden. So I was surprised when they called me back 60 days later. Und ich war sehr erstaunt, 60 Tage später wurde ich wieder gerufen. And they said, would you come back on set for one more day? Und sie haben mich gefragt, kommst du bitte zurück auf den Set für nur einen Tag? And they called me on a Monday.
Und sie haben mich am Montag angerufen They said, we want to fly you up on Wednesday. und haben gesagt, Montag angerufen und gesagt, wir möchten dich auf den Mittwoch einfliegen. And we'll take you about 2.5 hours to Chilliwack, a little town, and that's where you'll have your hotel that night. Und wir nehmen dich für 2,5 Stunden zu Chilliwack, das ist eine kleine Stadt, und da hast du ein Hotel, da kannst du übernachten. By the way, we're about 20 minutes from being done. Und ungefähr noch 20 Minuten. Just so you have some frame of Einfach time. als Referenz, dass ihr ungefähr wisst. And they said, then you can spend all day Thursday on the set. Und dann kannst du am Donnerstag den ganzen Tag auf dem Set verbringen We'll fly you home Friday. und dann fliegen wir dich am Freitag zurück. And I say, I'm in. Und ich sage, ja, mache ich, bin bereit dazu. And they said, well, we don't know which of the site locations that we'll be shooting at. Und dann haben sie gesagt, wir wissen jetzt also noch nicht, in welchem Setting wir da gerade sind und wo wir gerade drehen. And we won't know what scene you'll be watching filmed until you get there. Und wir wissen auch nicht, welche Szene wir gerade schießen, wenn du dann ankommst. Doesn't matter to me. I'm Aber- going to be on the set. Für mich war das total egal. Ich wollte ja einfach nur da sein. I'm sitting at my desk after this has all been set up. Und nachdem alles da organisiert worden ist, saß ich an meinem Schreibtisch. And this thought runs through my mind. Und dieser Clip, also diese Szene geht durch meinen Kopf durch. It's almost like God nudges me in the ribs. Und es war, als hätte Gott mir so einen Rippenstoß gegeben. There's a man I've been trying to meet who lives right in the town next to the town that I'll be in the hotel. Es gibt einen Mann, der gerade in dieser Stadt wohnt, wo du dann dein Hotel hast und da übernachten möchtest. I'm playing checkers. Also, ich bin wieder am Schachspielen. Merkt ihr es? He's a theologian and I've been trying to meet him for 5 years. Und what kind of gentleman? Theologian. Er ist ein Theologe, der schon lange versucht hat, mit dir in Kontakt zu kommen. His name is Brad Jerzak. Brad Jerzak ist sein Name. He wrote a book that I had endorsed. Und er hat ein Buch geschrieben, wo ich sogar ein Endorsement, eine Bestätigung And abgegeben habe. he and I were emailing back and forth. Und wir sind in Kontakt gewesen durch E-Mail. I met his wife Eden, but I'd never met Brad. Und seine Frau Eden habe ich kennengelernt, aber nie ihn. Partly because he spends a good part of the year in London as a seminary professor. Und der Grund, weil ich ihn nie getroffen habe, weil er ein Seminarprofessor in London war und da jeweils lange lehrte. So I don't know if he's even on the continent. Und so weiß ich noch nicht mal, ob er überhaupt auf dem Kontinent But I ist. send him an email. Und dann habe ich ihm ein kurzes Mail geschrieben And I explain what I'm doing and ask him if he happens to be around, if we could have coffee. und ich habe erklärt, was wir tun und wenn er gerade da wäre, ob wir zusammensitzen können und Kaffee haben können. And he sends me an email right back. Und sofort hat er geantwortet, Can I pick you up at the airport? kann ich dich am Flughafen abholen? Yes. Natürlich. He says, I'll pick you up and we'll have lunch together. We'll talk theology all afternoon and we'll have supper with my wife Eden that evening and then I'll take you to the hotel. Und das Plan ist, ich hole dich am Flughafen ab, dann werden wir ein gemeinsames Mittagessen haben, den ganzen Nachmittag Theologie reden zusammen, dann ein schönes Abendessen mit meiner Frau und dann bringe ich dich ins Hotel, dass du schlafen kannst. It's all set. Also, alles organisiert. 2 minutes later, I get another email from Brad. Und 2 Minuten später kommt ein anderes E-Mail von Brad. There is a photo attached. Und da gibt es ein Foto, das da im Anhang mitgekommen ist. And it's an elderly, distinguished looking man and Brad in the middle of the woods. Und da gibt es einen älteren, sehr gut situierten Mann, der da im Wald neben diesem Brett steht. And he says, Paul, I want to introduce you to my best friend, Dwight Martin. Und Paul, ich möchte dir meinen besten Freund Dwight Martin vorstellen. Dwight Martin was the first person who gave me a copy of The Shack. Und Dwight Martin war die erste Person, die mir eine Kopie des Buches Die Hütte gegeben hat. And he is married to Lori Martin, who is a spiritual formations director. Und er ist mit Lori Martin verheiratet, die einen geistlichen Formations Direktor, eine Direktorin von geistlichen Zusammenhängen ist. Sowas. And your book, Something like that. something like Something that. like that. Yeah. And your book had a huge impact in their lives. Also, und dein Buch hat wirklich einen großen Impact in meinem Leben gehabt. It might be 21 minutes. I forget how long you take to Ja, vielleicht
21 Minuten mit meinen sehr kreativen Aussagen. Vielleicht ein bisschen länger. And he says, Dwight and Lori Martin have a summer cottage up at Cultus Lake. Und Dwight und Lori Martin, die haben so eine Sommerresidenz in Cultus Lake. Das And ist da in der we're Nähe. visiting them for a week. Und wir werden für die Woche mit ihnen zusammen sein. And while you and I were emailing, we were walking in the woods about 2.5 blocks away from his summer cottage. Und während wir da zusammen geemailt haben, sind wir zusammen schon im Wald herumgelaufen, da ganz in der Nähe von seiner Sommerresidenz. And look, Und nun schau doch! and in the photo, there's the two men, and then over there is a huge neon green arrow. Und auf diesem Foto waren die zwei Männer und am anderen Ende des Fotos war ein großer neonfarbiger Pfeil. And the arrow says, the shack. Und dieser Pfeil hatte eine Beschriftung, die hieß die Hütte. So one of the site locations for the movie was 2.5 blocks away from Dwight and Lori's summer cottage. Also einer von